Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Seit nunmehr 50 Jahren begeistert der Film 3 Haselnüsse für Aschenbrödel die Zuschauer. Und gemeinsam mit der Ausstellung ist es zu einer Familientradition geworden. In diesem Video erfahrt ihr ganz viel Interessantes rund um die Entstehung des Kultfilms. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Seit 50 Jahren reiten diese beiden auf Schimmeln Hand in Hand durch die Weihnachtszeit. Lebouše Šafránková, damals gerade 19 Jahre alt, durch den erfolgreichen tschechischen Film Die Großmutter schon sehr bekannt, und Pavel Travníček, gerade das Schauspieldiplom in der Tasche. Dabei wollten die Filmemacher keine Neuinterpretation des bekannten Grimmschen Märchens vom Aschenputtel schaffen. Vielmehr sollte es eine Verfilmung nach dem Märchen der tschechischen Nationalschriftstellerin Božena Němcová werden. Diese hatte im 19. Jahrhundert in Böhmen Märchen gesammelt und aufgeschrieben. Im Januar und Februar 1972 begannen die ersten Arbeiten zum Film und schließlich um die Jahreswende 72/73 starteten dann die eigentlichen Dreharbeiten. Das wesentlich selbstbewusstere tschechische Aschenbrödel begeisterte die Filmpartner. Pavlíček war es, der die traditionelle Aschenbrödelfigur grundlegend umgestaltete, zu einer modernen und überraschend selbstbewussten, zuweilen widerborstigen jungen Dame. Allerdings kam schon der Start des Projektes nicht ohne kleinere und größere Schwierigkeiten aus. Nicht nur die Arbeit mit den Pferden stellte hohe Anforderungen an die Filmcrew, auch die Witterung und die Gegebenheiten vor Ort waren schwierig. Für einige Szenen rund um den Ball im Schloss sollten die Filmfiguren im hohen Tempo über die Schlossterrasse und die angrenzenden Wege reiten. So saß dann die professionell reiterfahrene Marion Becker vom Hengstdepot Moritzburg in dieser Szene auf dem Pferd und galoppierte über die vereisten Sandsteinplatten. Die historischen Steinwege waren durch kalte und feuchte Winternächte stellenweise mit Reif und Eis überzogen. Da Stürze der Darsteller Wochen- und monatelange Drehpausen zur Folge gehabt hätten, entschied man sich, besonders in den rasanten Reitszenen, die Darsteller dubeln zu lassen. Der ewige Mythos Aschenbrödel, der verlorene Schuh. Und diesen Schuh gibt es nun als Messingversion auf der Schlossfreitreppe in Moritzburg anzuschauen. Obwohl dem Regisseur Wacław Foliczek ein Frühlings- und Sommermärchen in renaissancelastiger Kulissen- und Landschaftswelt vorschwebte, war klar, für ein solches aufwendiges Vorhaben fehlte den Prager Barrandov Studios das nötige Kleingeld. So holte man die DEFA mit ins Boot und schickte das erste Drehbuch nach Berlin. Bei der königlichen Kalesche aus dem Film handelt es sich um eine offene Galakutsche. Der hier vorgestellte Wagen ist ein Wiederaufbau, denn das Original wurde 1992 beim Brand im Landgestüt Moritzburg vernichtet. Die DEFA-Studios waren in den Frühlings- und Sommermonaten immer gut mit eigenen Produktionen ausgelastet, während in der Winterzeit eher Flaute herrschte. Um die eigenen Angestellten also auch in der kalten Jahreszeit zu beschäftigen, einigte man sich letztendlich auf eine Winterversion der Geschichte.
Am 12. Oktober 1972 ging im Ministerium für Kultur der DDR der Antrag auf Filmzulassung ein. Vermerkt sind dabei die Länge der Filmrolle von 2474 Metern, die Herstellungskosten von 860.000 Mark, ein Gewinn von 330.000 Mark und 100.000 Mark im Ausland. Außerdem sollte auf amerikanischem Filmmaterial von Eastman Color gedreht werden, welches von wesentlich besserer Qualität war als das übliche Orpho-Filmmaterial. Während bei den Barrandov Studios in Prag und der DEFA in Babelsberg weiter an der Planung und Umsetzung der Produktion sowie der Besetzung der Rollen gearbeitet wurde, lief auch die Motivsuche potenzieller Drehorte weiter. Beim Schloss Moritzburg, dem Jagdschloss August des Starken in der Nähe von Dresden, fanden sich gleich mehrere geplante Motive an einem Ort vereint. Ein freistehendes Schloss, eingebettet in eine bewaldete Teichlandschaft mit repräsentativen Treppenanlagen. Im November 1972 bestätigte man weitere Darsteller, wie das Königspaar, gespielt von Rolf Hoppe und Karin Lesch. Beide waren zu dieser Zeit im Staatsschauspiel Dresden tätig. Bei der Auswahl der Schauspieler ergaben sich dann besonders beim Aschenbrödel unerwartete Probleme. Der Regisseur hatte Schwierigkeiten, ein passendes junges Mädchen für die Rolle zu finden, das seinen Vorstellungen entsprach. Denn neben der Eignung für die Rolle als selbstbewusste junge Frau und Prinzessin sollte die Darstellerin möglichst auch reiten können. So bat man nach vielen erfolglosen Vorsprechen auch die DEFA nach einem 16- bis 17-jährigen hübschen Mädchen zu suchen. Regisseur Vorlicek erklärte sich bereit, im Zweifel sogar mit einer Amateurin zu arbeiten. Zum Glück erinnerte er sich bald an Lebouje Frankova, die in dem erfolgreichen tschechischen Film Die Großmutter mitgespielt hatte. Wunderbarerweise konnte sie sogar reiten. Am 14. Dezember 1972 startete endlich der Dreh, zunächst mit verschiedenen Szenen in den Ateliers der Filmstudios Babelsberg. Hier drehte man zum Beispiel viele Szenen und Einstellungen im Inneren des Königsschlosses wie die Ballszene. Für diese Massenszene engagierte man auch Schüler und Mitglieder der Ballettschule Berlin sowie vom Ensemble des Friedrichstadtpalastes in Berlin. Den Ballsaal selbst baute man allerdings als Kulisse im Atelier in Babelsberg auf, denn den historischen Fest- und Speisesaal in Moritzburg zur Filmkulisse umzubauen kam nicht in Frage. In der Dekoration Ballsaal wurde dann am 21. und 22. Dezember gedreht. Danach ging das Filmteam in das Weihnachtsfest. Für den 27. Dezember vermerkte das Drehtagebuch einen Drehausfall, welcher mit der Kurzbegründung Abbummeln für den 16.12. gekennzeichnet war. An jenem 16. Dezember mussten unter anderem Szenen im Schlossgang mit den tschechischen Schauspielern gedreht werden, die nur zu diesem Zeitpunkt in Babelsberg weilten. Daniela Havajowa spielte in dem Film die Rolle der Dora, welche die böse Stiefschwester vom Aschenbrödel verkörperte. Sie berichtete in einem Interview: Wir hatten ein erstaunliches Erlebnis. So sollten wir für 2 Wochen zu den Dreharbeiten nach Deutschland fliegen. Vlada, der Knecht Winzek, verkörperte Lebouje und ich. Morgens waren wir am Flughafen. 3-mal sind wir losgeflogen und wieder gelandet. Es herrschte ein furchtbares Wetter. Schließlich mussten wir den Zug nehmen. Unser Reiseleiter musste erst einmal Tickets für den Zug nach Deutschland auftreiben. Ein anderes Problem bestand darin, unser Gepäck vom Flughafen zum Zug zu bringen.
Der Zug hatte keinen Schlafwaggon. Wir waren auf 2 Abteile verteilt, aber schlafen konnten wir nicht. Wir waren völlig fertig, als wir in Deutschland ankamen. Der Bahnsteig war ein richtiger Eislaufplatz durch die frostigen Temperaturen. Können Sie sich vorstellen, nach einer solchen Reise sofort zum Drehort zu fahren und sich die schönsten Kleider für den Ball auszusuchen? Es war perfekt. Wissen Sie, das ist genau das, was den Film ausmacht. Gerade durch Einsatz und Durchhaltevermögen hat das Märchen eine solche Kraft. Alle haben mit viel Energie daran gearbeitet und diese Energie strahlt aus dem Märchen heraus. Für die DEFA entwarf der Berliner Kostümbildner Günter Schmidt-Heidemann die Kleidung der deutschen Darsteller. Er genoss die kreative Zusammenarbeit mit Theodor Pistek. Die Idee für den Fledermaushut der Stiefmutter hatten übrigens beide. Berühmt sind seine Ausstattungen, weil der Kostümbildner sehr genau recherchierte und seine Entwürfe von den Schneidern der Babelsberger Werkstätten so originalgetreu wie möglich anfertigen ließ. Die Kostüme der tschechischen Darsteller fertigten die Schneider der Barrandower Werkstätten. Im Kostümfundus hängen dort noch heute Aschenbrödels Kleider, die Ballkleidung von Dora, Klein Röschen, dem Prinzen und seinen Freunden. Das Wetter durchkreuzte die geplanten Abläufe häufig und zwingt den Drehstab immer wieder zur Improvisation. Wawrczeck hatte zwar die ganz hervorragende Idee, einen Winterfilm zu machen, doch nach Abschluss der Dreharbeiten auf dem Moritzburger Schloss und ein paar Säckchen Kunstschnee ging es für das Drehteam zurück in die CSSR. Südlich von Pilsen hatte man die Wasserburg Schihow als Schauplatz für das Gut der Stiefmutter ausgesucht. Doch auch hier kein Schnee. Der Burghof war grau, braun und steinig. Plötzlich jedoch kommt die Nachricht, im Böhmerwald schneit es. Und zwar gleich so stark, dass der Regisseur Wawrczeck mit dem Auto gleich in einer Schneewehe stecken blieb. Beim Wäschewaschen im Bach hält man Wechselkleidung und heißen Tee für Le Bouge bereit, die bei minus 20 Grad Celsius durchhalten muss. Auch für die Kamera ist die Kälte ein Problem. Die Geräte müssen immer wieder in einem beheizten Bus aufgewärmt werden. Die Akkus halten bei den niedrigen Temperaturen nur etwa 20 Minuten. Danach werden sie ausgetauscht und wieder aufgeladen. Unter diesen Bedingungen geht der Dreh nur stückchenweise voran. Die Schauspieler haben also Gelegenheit, sich zwischendurch ebenfalls etwas zu erholen. Aber der Regisseur und die Crew können sich solche Pausen nicht erlauben. Sie bringen den ganzen Tag bei erheblichen Minusgraden im Freien zu. Ende Mai, Anfang Juni ist Regisseur Wawrczeck in Babelsberg, um dort die Nachsynchronisation der deutschen Fassung zu begleiten. König Rolf Hoppe, Königin Karin Lesch und Stiefmutter Carola Braunbock sprechen ihre Rollen noch einmal ein. Als Stimmen der tschechischen Darstellerin sind deutsche Theater- und Filmdarsteller ausgesucht worden.
Am 26. Oktober 1973 war es soweit. Der Film »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« erlebte im Prager Kino seine Uraufführung. Nicht einmal 2 Jahre hatte es gedauert, dass der Regisseur Wacław Wolicek das Drehbuch in einer Koproduktion der Barrandov Studios Prag mit der DEFA in Potsdam-Babelsberg umsetzte. Damals gab es keine großen Premierevorstellungen in Prag. Wolicek erzählte: »Wissen Sie, das war wie jede andere Premiere auch. Wir trafen uns im Salon, luden ein paar der Hauptdarsteller ein. Wer konnte, der kam. Dann lief der Film und wir gingen nach Hause. Nichts weiter. Niemand ahnte, dass dieser Film einer der meistgespielten Kinostreifen schon in den 1970er Jahren werden sollte. In der DDR war es ähnlich. Dort kam der Film erst am 10. März 1974 in die Kinos. Die Premiere war damals im Kino Babylon in Berlin. Im Westen Deutschlands kam der Film am 16. Dezember 1975 in die Kinos und wurde am 2. Weihnachtsfeiertag erstmals in der ARD ausgestrahlt. Carola Braunburg wird am 9. Januar 1924 in Böhmen geboren. Von 47 bis 49 studierte sie an der Musik- und Schauspielschule in Leipzig. Nachdem ihr Vater 49 stirbt, zieht ihre Mutter zu ihr nach Leipzig. 1949 wird sie Mitglied des Berliner Ensembles unter Bertolt Brechts Leitung. Wie schon andere Darsteller und Crewmitglieder hat auch Frau Schmidt-Braunbock die Stimmung am Set als außerordentlich freundlich und kollegial in Erinnerung, was man, wie sie meint, dem Film auch anmerkt. Vor allem mit dem Regisseur verstand sie sich gut. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun einen sehr interessanten Einblick rund um die Entstehung des Kultmärchens erhalten. Hat euch dieses Video gefallen? Dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen? Dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!